Über das Thema hier gibt es zu wenig Videos und ich habe mich gefragt, warum. Ehrlich gesagt gibt es kaum Videos auf Deutsch darüber. Es ist der Advanced Voice Mode von ChatGPT. Den haben wir in meinem letzten Video bereits angesprochen und ihr habt dann teilweise auch Fragen gestellt, was kann ich damit machen, wozu ist das gut? Und dieser Advanced Voice Mode, der ist schon, wie soll ich sagen, extrem advanced. Deswegen steigen wir heute in der Tiefe ein und am Ende vom Video wisst ihr, was ist das, wie komme ich ran, warum ist das richtig krasser für das Thema Supercharged und was sind die Use Cases für heute und die Zukunft. Einmal vorweg, bevor wir loslegen, was ihr braucht. Es gibt bei OpenAI für die ChatGPT-Lösung zwei Welten. Das eine ist die Enterprise-Welt mit der Enterprise- und Teams-Lösung für Unternehmen oder auch diejenigen, die es professionell nutzen wollen, würde ich immer empfehlen, sobald ihr mit echten Daten arbeitet, wenn ihr Freelancer seid, wenn ihr professionell damit arbeitet. Die andere Welt ist, ihr seid End-User-in und sagt, hey, ich möchte das einfach in der bezahlten Version benutzen, dann gibt es hier Plus und die Free-Version. Und in den beiden Welten muss man unterscheiden. Warum solltet ihr das im Hinterkopf haben? In den Enterprise- und Teams-Varianten habt ihr eine Auftragsdatenverarbeitung, das heißt, ihr habt ein Agreement mit OpenAI, es wird pauschal nicht auf euren Daten, die ihr eingebt, trainiert. KI-Modelle, also Large Language Models, brauchen wahnsinnig viel Trainingsdaten. Das heißt, in den Personal Accounts, also Plus und auch in dem Free Account, müsst ihr sehr aktiv ausschalten, nicht auf diesen Daten trainieren und ihr habt keine Auftragsdatenverarbeitung. Das heißt, sobald ihr auch nur ein bisschen professionell damit arbeitet, mindestens mal den Teams-Account, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in den Kommentaren, kann ich gerne beantworten, ist nicht so schwer. Fangen wir mal an mit der wichtigsten Frage, was ist der Advanced Voice Mode von ChatGPT? Mal auf den Punkt gebracht. Der Advanced Voice Mode von ChatGPT erlaubt dir, in natürlicher Sprache zu kommunizieren. Und könnte ich die Person auch unterbrechen, wenn die irgendwas erzählt und zwischendurch Fragen stellen? Ja, du kannst die KI jederzeit unterbrechen und Fragen stellen. Die Konversation ist darauf Nenn mir mal 3 Sachen, die ich damit machen kann, die ich vielleicht jetzt noch nicht mit der Art von KI-Interaktion gemacht habe. Ganz kurz, knackig. 3 Punkte, die neu sind. Erstens, du kannst fließend und natürlich Informationen abfragen. Fast so, als würdest du mit einem Kollegen sprechen. Zweitens, du kannst komplexe Szenarien oder Probleme im Gespräch ausarbeiten und sofortige Rückmeldung erhalten. Kannst du mit mir das Ganze auf einem leichten französischen Akzent weitermachen? Ich komme gerade aus Frankreich und das würde sich ein bisschen netter anhören. Aber natürlich, wie kann ich dir heute mit diesem charmanten französischen Akzent behilflich sein? Ich hoffe, es bringt ein bisschen französisches Flair in Okay, unser Gespräch. alles klar, we got it. Mal ganz simpel auf den Punkt gebracht. Ihr habt mit dem Advanced Voice Mode auf der anderen Seite ein KI-Modell, mit dem ihr völlig natürlich interagieren könnt. Das heißt, ihr könnt normal sprechen, ihr könnt euer Gegenüber unterbrechen, wenn ihr wollt und Zwischenfragen stellen und das Modell fängt an, in fast Echtzeit zu reagieren. Man hört teilweise, dass auf der anderen Seite geatmet wird, wo man denkt, so, was, das ist ein Roboter, aber es klingt dadurch eben deutlich natürlicher. 27, 28, 29, 30, 31, 32. We've seen a bunch of videos where ChatGPT does fun stuff like taking a breath while counting very fast. And most of other voice models, they don't do that. And the reason for that is that they usually generate text first and then create speech afterwards. On the other hand, Foro is trained to directly reproduce natural speech. And that includes speech patterns, pauses in the right places, and breathing. Und insgesamt in der Sprachinteraktion merkt man, hier bewegen wir uns in eine Richtung, in der OpenAI als Unternehmen eine App designt, im Audiodesign, dass man plötzlich merkt, das fühlt sich irgendwie an, als wenn ich mich mit einem echten Menschen unterhalte. Das ist auch schon teilweise ein bisschen spooky, gefährlich, however you want to call it. Aber es ist vor allem super spannend und ich bin mir sehr sicher, das wird in der Zukunft alles auf den Kopf stellen, wie wir auch mit Computern, Rechnern, Smartphones und so weiter interagieren. Ihr habt auf das Video geklickt, weil ihr was lernen wollt. Genau das machen wir jetzt heute und ich zeige euch jetzt 4 Cases, die man benutzen kann, die ich persönlich auch verwende. Nämlich einmal Tutoring, dann das ganze Thema Gesprächssimulation, dann geht's in die Sparringspartner und dann die kreativen Anwendungsfälle wie Meditation, Roleplay und so weiter. Und wir steigen direkt ein in den ersten Use Case, Tutoring. Vor allem die Kategorie Tutoring, mit der ich jetzt anfangen möchte, ist die, wo man sagen muss,
das ist potenziell etwas für Milliarden von Menschen, denn wir lernen am besten, wenn wir einen persönlichen Tutor, Tutorin an der Seite haben, die uns durchführen durch ein Thema, was wir noch nicht kennen und uns helfen, die Sachen nochmal anders zu verstehen, von der anderen Seite zu betrachten und das Ganze deutlich interaktiver, als es Apps möglich machen oder Bücher möglich machen. Also, ihr öffnet ChatGPT und dann seht ihr unten in der Ecke den Advanced Voice Mode. Das ist nicht das Mikro auf eurer Tastatur, es ist auch nicht das Mikro in dem kleinen Chatfenster, sondern dieses weiße kleine an der Seite. Das ist der Voice Mode, rein, sprechen und Sprache zurückbekommen. Du bist mein persönlicher Tutor für das Thema Sachkunde in der 3. Klasse Grundschule. Und ich möchte mit dir die Bundesländer in Deutschland lernen und ich möchte mit dir zusätzlich das ganze Thema Europäische Union lernen. Und wir beginnen so, dass du mir eine einfache Frage stellst, ich beantworte sie und wenn die nicht richtig war, dann hilfst du mir besser zu verstehen, warum nicht und wie ich es mir vielleicht auch besser merken kann. Also, lass uns loslegen. In welchem Bundesland liegt die Stadt München? Ich glaube in Bayern. Ganz genau. München liegt in Bayern. Hier kommt eine weitere Frage. Welches Bundesland liegt im äußersten Nordwesten Deutschlands? Im Nordwesten. Oh Mann, das weiß ich nicht. Wäre es vielleicht Schleswig-Holstein? Schleswig-Holstein ist im Norden, aber das äußerste Nordwesten-Bundesland ist Niedersachsen. Aber Schleswig-Holstein ist schon nah dran, keine Sorge. Lass uns das mal weitermachen zum Thema Europäische Union, weil ich bin ja Grundschüler und noch habe ich nicht so viel Ahnung und irgendwie reden die da von einem Parlament und dann gibt es einen Rat und das ist alles irgendwie sehr wirr. Und ich stelle mir mal eine Frage dazu und dann schauen wir mal, ob ich es weiß. Super. Hier kommt eine knifflige Frage. Welche Institution der EU entscheidet über die Gesetze zusammen mit dem Europäischen Parlament? Tipp. Diese Institution besteht aus Ministern aus den Regierungen aller EU-Länder. Was denkst du? Denk an die Minister aus den einzelnen Ländern. Sie kommen zusammen, um über wichtige Themen zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen. Bevor ihr sowas macht, würdet ihr quasi einmal den Prompt aufsetzen und sagen, was soll der Tutor machen, was soll er nicht machen, den auch einmal testen. Nichtsdestotrotz, es geht ja darum, einen weiteren Zugang zum Lernen zu haben. Und das Tutoring ist definitiv ein weiterer Zugang. Ihr könnt es mit Matheaufgaben, mit Deutschaufgaben, mit irgendwas machen, Biologie und so weiter. Ich würde sowieso meine Kinder nie ganz alleine ransetzen, sondern immer mit einem Ohr dabei sein und es hören oder es für mich selber nutzen. Gerade beim Thema Sprache lernen super hilfreich, wenn man auch die Aussprache hören kann und die ist mittlerweile verdammt gut, um Dinge einfach zu hören und man braucht keine Sprache-App mehr tatsächlich, um das zu machen. Das ist schon echt krass, was hier gerade einfach mal weggefegt wird. Also Tutoring, erster großer Themenblock und es gibt bestimmt bessere Use Cases, aber Grundschule ist nun mal auch Sachkunde. Der zweite große Case ist das Thema Gesprächssimulation. Ich habe in meinen frühen Unternehmertagen am meisten geschult im Bereich Sales. Also ich habe ganze Sales-Teams trainiert, aufgebaut, geholfen, wie kann man Sales besser machen. Es ist einfach ein wesentlicher Part davon zu lernen, wie interagiere ich mit einer anderen Person, was möchte mein Gegenüber. Und ich kann ganz klar aus der Erfahrung sagen, aus wirklich hunderten Sessions, die ich trainiert habe, das Beste waren Simulationen. Ihr kennt die berühmte Szene bei Wolf of Wall Street. Sell me this pen. It's a amazing pen. For professionals. Wir haben es gemacht mit, ich glaube, das war eine Büroklammer. Und ich hatte so eine aus Metall und ich hatte welche aus Plastik. Und dann habe ich die hingegeben und habe gesagt, gut, verkaufen wir diese Büroklammer aus Plastik. Die wiegt nur ein Bruchteil, kostet aber das 10-fache der anderen Büroklammer. Und die Leute haben sich um Kopf und Kragen geredet. Solche Simulationen könnt ihr für Interviewsituationen, ihr müsst eine Keynote halten, einen Vortrag halten oder ähnliches machen. In kurz. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Du bist mein Gesprächsgegenüber. Ich simuliere gleich mit dir ein Verkaufsgespräch. Ich soll dir eine Büroklammer aus Plastik verkaufen. Die kennst du bestimmt. Die sind deutlich leichter als die aus Metall, kosten aber auch das 10-fache der anderen. Und als mein Gegenüber leitest du ein Unternehmen, das über 1000 Mitarbeiter hat. Du bist der Einkaufsleiter. Du bist kritisch dem Thema gegenüber, aber schon interessiert. Dein Name ist Karl Lagerfeld und ich möchte, dass du mit einem leichten französischen Akzent auf Deutsch antwortest und durchaus immer mal wieder nachfragst. Ich soll am Ende dir gute Fragen stellen, warum du dieses Produkt brauchst, aber du bist
kritisch und eher ablehnend. Hallo, hier spricht Karl Lagerfeld. Wie kann ich Ihnen... Guten Tag, Herr Lagerfeld. Mein Name ist Christoph Magnussen. Ich bin vom Unternehmen Super Lightweight Büroklammern und würde Ihnen gern meine Büroklammer verkaufen. Guten Tag, Herr Magnusson. Büroklammern, sagen Sie? Was macht Ihre denn so besonders? Die ist deutlich leichter als andere Büroklammern und das heißt, sie sparen sehr viel Gewicht ein und man kann sie dann auch vielleicht in kleineren Paketen auch zu Ihren Büros schicken. Klingt interessant, aber wie oft denken Sie, verschicken wir Büroklammern zwischen unseren Standorten? Und warum sollten wir dafür mehr Geld ausgeben? Das habe ich ja noch gar nicht gesagt, dass es mir Geld kostet, aber ich bin davon ausgegangen, Sie haben verschiedene Standorte und schicken dort Büroklammern hin. Ah, ich verstehe. Wir haben tatsächlich mehrere Standorte. Allerdings müsste der Vorteil des Gewichtsersparnisses schon deutlich sein, um einen höheren Preis für Kunststoff-Büroklammern zu rechtfertigen. Können Sie mir ein Beispiel nennen, wie sich das konkret auf unsere Kosten auswirken würde? Stellen Sie sich vor, also Sie müssen erst natürlich ein bisschen mehr investieren, aber über die Laufzeit, wenn Sie größere Papierstapel verschicken, könnte es deutlich leichter werden. Und dadurch sparen Sie Geld. Porto. Das klingt nach einem interessanten Ansatz. Allerdings wäre es hilfreich, wenn Sie konkrete Zahlen oder Beispiele vorlegen könnten, um den Nutzen für unser Unternehmen besser einschätzen zu können. Die habe ich jetzt gerade nicht parat, aber ich könnte Ihnen die zuschicken. Per E-Mail zum Beispiel im Nachgang des Gesprächs. Das wäre eine gute Idee. Bitte schicken Sie mir detaillierte Informationen per E-Mail, damit ich mir ein besseres Bild machen kann. Vielen Dank, Herr Magnusson. Ich bin gespannt auf Ihre Unterlagen. Super, danke dir. Und jetzt lass uns mal wieder in den normalen Modus wechseln und analysier mal, was wir besprochen haben und gib mir mal Feedback, wie ich mich geschlagen habe, deiner Meinung nach. Also, zu deinem Einstieg. Gut, dass du den Produktvorteil gleich genannt hast. Aber anstatt direkt ins Produkt einzusteigen, hättest du mehr über meine Bedürfnisse und aktuelle Situation erfragen können. Damit hättest du eine stärkere Verbindung aufgebaut und den Bedarf besser herausgestellt. Stimmt. Zweitens, Nutzenargumentation. Dein Argument mit dem Gewicht war interessant. Allerdings fehlten konkrete Beispiele oder Zahlen. Stimmt. Hier hättest du mit einer Geschichte oder einem Vergleich den Nutzen für mich greifbarer machen können. Drittens, Umgang mit Einwänden. Als ich nach den Kosten fragte, hast du gut darauf hingewiesen, dass du darauf später eingehen wirst. Allerdings hätte ich mir hier einen stärkeren Fokus auf den langfristigen Nutzen gewünscht. Viertens, Follow-up. Du hast gut reagiert, als ich nach mehr Informationen gefragt habe. Also, das ist tatsächlich eine Gesprächssituation, die wir auch in der Vergangenheit simuliert haben. Ich habe dann damals Karl Lagerfeld simuliert und die meisten waren immer überrascht, weil ich es vorher nicht erzählt habe. Ich habe gesagt, ruf mal an und dann ging Karl Lagerfeld dran. Dann mussten alle immer sofort schmunzeln und sind irritiert. Das war natürlich dann der Trick, um die ein bisschen aufs Glatteis zu führen. Das Spannende ist natürlich, genau wie hier, war es auch so. Viele haben angefangen, sofort das Produkt zu verkaufen und nicht die Fragen zu stellen. Das ist eben diese Ergründungsphase. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber ist doch offensichtlich, es ist was anderes, das selber einmal zu machen. Und jetzt kann man rausgehen in einem Coaching, in einem Training und sagen, Leute, jeder von euch simuliert jetzt ein Gespräch. Hier ist der Prompt, mit dem ihr anfangt. Und jetzt wechselt ihr auf den Voice Mode und legt los. Ihr könnt das Gleiche machen mit Bewerbungen, mit Gehaltsverhandlungen oder Gesprächen, vor denen ihr einfach nervös seid, wo ihr es einmal üben wollt. Und wichtig ist, dass ihr natürlich vorher dem Modell sagt, wie sollst du antworten, wie sollst du reden. Ihr habt gemerkt, man kann Akzente einbauen, langsam, nett, eher sarkastisch. All das könnt ihr reingeben und seid da nicht zu nett zu euch. Das ist die Riesenchance, Dinge zu trainieren, wenn niemand sonst dabei sitzt und ihr einfach mal im One-on-One das machen könnt. Und es braucht ein bisschen diese Hürde drüber zu springen, das mal zu machen, aber es lohnt sich sehr. Don't stop, come and get it, come and get it, come and get it. Mein absoluter Number One ist der Sparringspartner oder AI Companion. OpenAI sagt bewusst, Achtung Leute, denkt immer dran, das ist eine KI, das ist nicht euer irgendwie bester Freund oder was auch immer. Das zeigt ganz klar, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen das so benutzen. Und selbstverständlich nehme ich das nicht alles 1:1, was jetzt ChatGPT mir sagt. Aber es gibt Momente wie, keine Ahnung, ich mach's mal. Ich habe ein Thema, da brauche ich mal deine Hilfe und möchte gerne, dass du mit mir als Sparringspartner so ein bisschen Ideen hin und her spielst. Es geht um unsere Strategie bei Blackboard fürs nächste Jahr und ich
versuche, verschiedene Methoden gerade zu finden, wie ich rangehe, die zu entwickeln. Entweder ich nehme den Six-Pager, das habe ich in der Vergangenheit gemacht, oder ich mache ein Team-Meeting mit allen. Ich bin mir aber sehr unsicher, ob ich nicht eher für mich anfange und dann alle dazu nehme. Sag mal, was du denkst. Gerne kurz und dann pingen wir mal ein paar Ideen hin und her. Ich denke, der Six-Pager hat dir in der Vergangenheit geholfen, Klarheit zu schaffen und einen soliden Plan zu entwickeln. Er gibt dir die Möglichkeit, deine Gedanken strukturiert festzuhalten Ist tatsächlich so? und klare Ziele zu setzen. Andererseits könnte ein Team-Meeting alle an Bord holen und unterschiedliche Perspektiven einbringen, was zu innovativen Ideen führen könnte. Vielleicht startest du mit einer groben Skizze deiner Gedanken und bringst diese dann ins Team-Meeting ein, um es gemeinsam zu verfeinern. Hast du Beispiele von anderen Unternehmern oder Unternehmerinnen, wie die vorgehen bei dem Thema? Und es müssen Dinge sein, die du belegen kannst. Also du darfst dir nichts ausdenken, sondern geh mal die ganze Geschichte durch, die du kennst und nenn mir mal irgendwie, weiß ich nicht, 2 Beispiele, wie andere das gemacht haben. Ein prominentes Beispiel ist Jeff Bezos von Amazon. Er ist bekannt dafür, Entscheidungen auf Basis von detaillierten Memos zu treffen. Das sind diese Six-Pager, das Anstatt stimmt tatsächlich. Präsentationen verlangt er von seinem Team, 6-seitige Memos zu erstellen, die ausführlich darlegen, was sie vorschlagen. Diese Methode zwingt die Autoren, ihre Ideen klar und strukturiert zu formulieren und ermöglicht es, sich auf die Essenz des Vorschlags zu konzentrieren. Ein weiteres Beispiel ist Elon Musk von Tesla und SpaceX. Elon Musk ist bekannt für seine direkte Art und seine All-Hands-Meetings sind tatsächlich eher dazu da, seine Vision und Entscheidungen zu kommunizieren, weniger um Feedback einzuholen. Dennoch gibt es bei ihm auch Beispiele für unkonventionelle Methoden. Zum Beispiel nutzt er oft sogenannte War Rooms, in denen Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um intensiv an einem spezifischen Problem zu arbeiten. Das fördert den Austausch und bringt diverse Perspektiven zusammen, was oft zu kreativen Lösungen führt. Das ist eine spannende Idee. Was hältst du von folgendem Gedanken? Wir bauen einen virtuellen War Room und du generierst mir mal mit dem Wissen, was du über mein Unternehmen hast, Blackboard und Christoph Magnussen, 5 Personen, 5 Personas, die in diesem War Room sitzen müssten, um meine Gedanken für die nächste Strategie zu challengen. Brainstorm sie einfach mal runter, wie sie sind. Du musst sie nicht alle vorlesen. Sag mir einfach mal diese 5 Personen und dann bauen wir Schritt für Schritt diese Personas auf, damit ich dann mein Six-Pager brainstormen kann mit den virtuellen Personen und dann später mit meinem Team. Eine virtuelle War Room-Formation für deine Strategiesitzung könnte so aussehen. 1. Die Innovationsexpertin. Sie hat einen Hintergrund in disruptiven Technologien und bringt frische Ideen aus der Tech-Branche ein. Die Finanzguru. Er hat ein scharfes Auge für Zahlen und Budgetierung und sorgt dafür, dass die Strategien auch finanziell tragfähig sind. Das ist jetzt tatsächlich ein reales Beispiel. Also gerade weil man halt sagt, so ich mag den Typen nicht oder die nicht oder ich finde das nicht gut, plötzlich kommen dann trotzdem Ideen, super random, aber tatsächlich belegbar. Das finde ich spannend. Und jetzt komme ich in dem Gespräch auf den Gedanken zu sagen, hey cool, kannst du mir nicht so ein War Room nachbauen? Und ich würde jetzt tatsächlich quasi ChatGPT das erstellen lassen und mache einen neuen Chat auf mit dem Input, detailliere das und dann gebe ich den ersten Draft von meinem Six-Pager rein und lasse diese 5 Personen einmal zerlegen in dem War Room und würde quasi ein Gespräch simulieren. Warum auch nicht? Jetzt kann man sagen, ja, aber also kann die KI das und so weiter? Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, die Gedanken, die man schon mal hat, von einer anderen Seite anschauen zu lassen. Dafür ist ein Sparringspartner da, eine andere Perspektive zu bekommen. Und das ist so genial, weil das geht Day and Night, Weekend, jederzeit. Letztes Thema und ein sehr persönliches Thema. Das meistgeschaute Video von mir mit Abstand ist das Video 15 Minuten Guided Meditation. Ich meditiere seit deutlich über 10 Jahren und habe verschiedene Schritte gelernt, immer tiefer auch in eine Meditation zu kommen. Es ist ein Riesenthema. Jetzt gibt es endlos viele Apps, nur keine App der Welt wird euch helfen, euch auf die Matte zu setzen und es einfach mal zu machen. Ich habe selten eine App benutzt, aber ich wurde in dem Video sehr oft gefragt, kannst du noch mal erklären, oh, es ist so schön, das anzuleiten und ich schaue mir es immer wieder an mit der Stimme. Ihr könnt auch ChatGPT fragen, kannst du mir eine Guided Meditation anbieten und bitte sprich ein bisschen leiser, ruhiger, langsamer und leite mir an, wie wir jetzt beginnen. Macht Pausen und so weiter. Und das machen wir jetzt einfach mal zum Abschluss, um das Ganze ausklingen zu lassen. Natürlich, lass uns eine geführte Zen-Meditation machen.
Setz dich bequem hin, mit aufrechter Wirbelsäule und schließe sanft die Augen. Wir werden nun die 7-fache Samurai-Atmung praktizieren. Atme tief durch die Nase ein und zähle innerlich bis 4. Halte den Atem für 7 Zählzeiten an. Dann lasse den Atem langsam durch den Mund ausströmen, während du bis 8 zählst. Wiederhole das einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Einatmen für 4, anhalten für 7 und ausatmen für 8. Spüre, wie jeder Atemzug Ruhe in deinen Körper und Geist bringt. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit beim Rhythmus deines Atems. Wenn Gedanken auftauchen, nimm sie wahr und lasse sie los, indem du deine Aufmerksamkeit zurück auf deinen Atem lenkst. Also, das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal probiert und man muss dann erstmal nochmal anleiten, auch längere Pausen zu machen. Das ist natürlich noch nicht ganz so einfach, aber tatsächlich ist es so, wenn ihr euch fragt, welche Form kann ich machen, wie kann ich meditieren und ihr findet nicht das richtige Video, dann lasst ihr euch das anleiten. Ich lasse meistens noch ein bisschen mehr flüstern und dann macht ihr es irgendwann aus, beiseite und lasst es einfach laufen, ist auch kein Problem. Aber ihr seht, man kann deutlich kreativer damit werden. Andere kreative Sachen sind, weiß ich nicht, ein Theaterstück nochmal anders zu interpretieren, was auch immer. Also der Kreativität sind wenig Grenzen gesetzt, meiner Meinung nach. Und es hat sich auch wieder hier verdammt schnell entwickelt. Das ist der Advanced Voice Mode mal in den Use Cases, die ich benutze, auch persönlich. Mir ist völlig klar, dass wir immer noch am Anfang stehen, aber ich sehe halt ganz deutlich, wie schnell das jetzt ging und bin mir sehr sicher, das ist der Ausblick für mich in die Zukunft, das wird der Standard sein, wie wir auch mit dem Rechner interagieren. Man kann sich das theoretisch jetzt schon nachbauen. Da gab es einen YouTuber, habe ich neulich geschaut. Ziemlich crazy, der bedient seinen gesamten Rechner über diesen Advanced Voice Mode. Ich verlinke das mal unten. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr es nachbauen. Wenn ihr sagt, ich habe mal Sachen ausprobiert, die sind noch geiler als die ich gezeigt habe, immer her damit. Wenn ihr sagt, ist ja alles noch nichts. Hey, Leute, entspannt euch eine Runde. Seid mal ein bisschen geduldig oder baut selber so geile Scheiße nach. Aber ihr könnt trotzdem sagen, habe ich ausprobiert, muss man in die Richtung tweaken, um es hinzubekommen. Das funktioniert nicht so richtig. Dafür möchte ich die Kommentare unten mit euch nutzen. Ansonsten teilt das Video, subscribt, denn wir haben, danke, 60.000 Subscriber seit dieser Woche. Großes Dankeschön an euch. Das ist schon ein großer Meilenstein, den wir hier erreicht haben. Und es macht Hölle Spaß, das mit euch hier zusammen zu machen. Bis nächste Woche.